Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Heilen mit Symbolen von Petra Neumeier ist ein einzigartiges Werk, das den Leser in die faszinierende Welt der Heilzeichen, energetischen Symbole und der neuen Homöopathie einführt. In einer Zeit, in der ganzheitliche Ansätze zur Gesundheit immer mehr an Bedeutung gewinnen, schafft es dieses Buch, bewährtes traditionelles Wissen mit modernen Erkenntnissen zusammenzuführen. Die Autorin präsentiert in ihrem Werk 64 der wichtigsten Heilzeichen, die aus verschiedensten Kulturen und Richtungen stammen. Diese Symbole werden detailliert erklärt und durch praxisnahe Anwendungsbeispiele ergänzt, sodass Sie direkt in Ihren Alltag oder Ihre therapeutische Arbeit integrieren können. Neumeier, eine anerkannte Fachjournalistin auf dem Gebiet der alternativen Heilmethoden, legt besonderen Wert auf die Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität. Sie erläutert, wie Heilzeichen auf energetischer Ebene wirken und beschreibt sowohl die historischen Ursprünge als auch die moderne Wirksamkeit der Zeichen. Das Buch richtet sich an therapeutisch Arbeitende genauso wie an Einsteiger und Laien, die nach neuen Möglichkeiten suchen, das Wohlbefinden und die Gesundheit zu fördern. Ob als Nachschlagewerk, zum Selbststudium oder zur täglichen Anwendung. Dieses Buch eröffnet neue Perspektiven und inspiriert dazu, die eigene Selbstheilungskraft bewusst zu stärken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Grundlagen der Heilsymbole und ihre Wirkungsweise. Das Buch beginnt mit einer umfassenden Einführung in die Welt der Heilsymbole. Petra Neumeier erklärt, was Symbole im energetischen und spirituellen Kontext bedeuten und wie sie auf unseren Körper und Geist wirken können. Sie führt aus, dass Symbole durch ihre Form, Schwingung und oft jahrhundertealte Bedeutung als Informationsträger auf feinstofflicher Ebene agieren. Sie beeinflussen demnach sowohl emotionale als auch physische Prozesse und regen die Selbstheilungskräfte an. Dabei beruft sich die Autorin sowohl auf historische Beispiele aus alten Kulturen wie Ägypten, Indien und den Naturvölkern, als auch auf moderne Konzepte wie die neue Homöopathie. Auf verständliche Weise wird verdeutlicht, dass Heilzeichen nicht magische Objekte, sondern Werkzeuge zur bewussten Steuerung unserer Gesundheit sind. Sie wirken wie eine Art Sprache, mit der das Unterbewusstsein und unser energetisches System in Kontakt treten. Die Grundlagen in diesem Abschnitt bereiten den Leser darauf vor, die einzelnen Heilzeichen gezielt und verantwortungsvoll anzuwenden. Zweitens: Die 18 Strichcodes der neuen Homöopathie. Ein zentraler Bestandteil des Buches sind die sogenannten Strichcodes der neuen Homöopathie nach Erich Körbler. Diese speziellen Symbole, meist in Form von einfachen Strichen oder Linienelementen, werden direkt auf den Körper aufgemalt oder auf Wasser, Lebensmittel und andere Träger übertragen. Neumeier schildert in diesem Kapitel, wie sich diese Zeichen in therapeutischen Prozessen bewährt haben. Sie erläutert praxisnah, wie man die Strichcodes auswählt, anwendet und mit anderen Methoden wie Kinesiologie oder klassischen Heilverfahren kombiniert. Ihre Darstellung basiert auf neuesten Erkenntnissen der energetischen Medizin und beschreibt, wie Strichsymbole Blockaden ausgleichen, Schmerzen lindern oder das Immunsystem stärken können. Zu jedem der 18 Strichcodes liefert das Buch detaillierte Anwendungsgebiete, genaue Symbolbeschreibungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Fallbeispiele. Dadurch bekommen Leser praxisorientiertes Wissen an die Hand, das sofort umgesetzt werden kann. Drittens: 18 Symbole aus der heiligen Geometrie. Die heilige Geometrie bildet einen weiteren Themenblock. Viele der bekanntesten Heilsymbole wie die Blume des Lebens, der Kreis oder das Dreieck entstammen dieser jahrtausendealten Weisheitslehre. Neumeier nimmt den Leser mit auf eine Reise in die tiefere Bedeutung dieser Zeichen. Sie erläutert anschaulich, warum Symbole der heiligen Geometrie seit jeher in Tempeln, an heiligen Stätten und auch in moderner Architektur verwendet werden und wie ihre spezifischen Formen energetische Felder harmonisieren können. Besonders anschaulich wird beschrieben, wie diese Symbole auf den Menschen wirken, sei es zur Förderung von Harmonie, zur Stabilisierung emotionaler Zustände oder als Schutzzeichen. Jede Form, jeder Winkel und jede Kombination dieser Geometrien hat nach Neumeier eine ganz spezielle Bedeutung und Wirkung.
Das Buch gibt klare Anleitungen zur praktischen Nutzung, etwa als Meditation, Zeichnung auf Haut oder Papier, Platzierung im Wohnraum oder zur Energieaufladung von Wasser und Speisen. 4. 28 Heilsymbole aus aller Welt. Neben den Strichcodes und geometrischen Formen widmet sich das Buch einer facettenreichen Sammlung an Heilsymbolen, die aus unterschiedlichen Kulturen und Traditionen rund um den Globus stammen. Hierzu gehören beispielsweise das tibetische Om, Schutzzeichen aus dem keltischen Raum, indianische Kraftsymbole, afrikanische und asiatische Zeichen. Petra Neumeier legt dar, wie diese Symbole häufig spirituelle und medizinische Bedeutung in ihren Heimatkulturen besitzen und vermittelt, wie sie in unser heutiges Leben übernommen werden können. Zu jedem Symbol werden Bedeutung, Ursprung und Einsatzmöglichkeiten erläutert. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von Meditation und Visualisierung über Tätowierungen bis hin zu energetischen Ritualen. In einer zunehmend globalisierten Welt zeigt dieses Kapitel eindrücklich, wie universell und transkulturell Symbole als Heilwerkzeuge zugänglich sind, ganz unabhängig von Religion oder Herkunft. Schließlich praktische Anwendungen und Integration im Alltag. Ein besonders wertvoller Bestandteil des Buches ist der praktische Leitfaden, wie die verschiedenen Heilzeichen in den Alltag integriert werden können. Petra Neumeier stellt hier Methoden für Anfänger sowie für Fortgeschrittene vor. Dazu gehören Techniken wie das Aufzeichnen bestimmter Symbole auf die Haut, das Auslegen in Wohn- und Schlafräumen zur Verbesserung des Raumklimas oder das Übertragen auf Wasser zur Energetisierung. Sie geht darauf ein, wie man die richtige Symbolauswahl trifft, welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt und auf welche Weise die Wirkung durch Visualisierung oder Affirmationen verstärkt werden kann. Zahlreiche Tipps, Hinweise zum Selbstexperimentieren und zur Beobachtung von Energien machen dieses Kapitel zu einem praxisnahen Werkzeugkasten für alle, die Heilzeichen nicht nur als theoretisches Konzept, sondern als wirksames Instrument in ihr Leben holen möchten. Die Autorin weist ebenfalls darauf hin, wie wichtig eine respektvolle und bewusste Anwendung im Einklang mit dem eigenen Körpergefühl ist. Zusammenfassend: Heilen mit Symbolen ist ein äußerst empfehlenswertes Buch für alle, die offen für alternative Heilmethoden sind oder ihr Wissen über energetische und spirituelle Heilverfahren erweitern möchten. Besonders geeignet ist dieses Werk für Therapeuten, Heilpraktiker, Energiearbeiter, aber auch für Laien, die selbst aktiv an ihrer Gesundheit arbeiten wollen. Das Buch vermittelt fundiertes Wissen auf leicht verständliche Weise und bietet gleichzeitig einen umfangreichen Praxisanteil, wodurch sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene profitieren können. Der besondere Wert dieses Buches liegt in seiner Vielschichtigkeit. Es vereint jahrtausendealtes kulturelles Wissen mit modernen Ansätzen der Energiemedizin und präsentiert verständlich nachvollziehbare Anwendungsmöglichkeiten. Anders als viele andere Bücher zu ähnlichen Themen besticht es durch eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Heilzeichen, die sofort und ohne große Vorkenntnisse verwendet werden können. Die Vielzahl der vorgestellten Symbole erlaubt eine individuelle Auswahl, sodass jeder Leser das für sich passende Heilzeichen finden kann. Für all jene, die einen Einstieg in dieses spannende Gebiet suchen, ist Heilen mit Symbolen ein fabelhafter Begleiter. Aber auch erfahrene Anwender erhalten neue Denkanstöße und praktische Inspirationen. Wer auf der Suche nach einem gut strukturierten Handbuch zur Anwendung energetischer Symbole ist und ganzheitliche Gesundheit in ihr Leben integrieren will, wird mit diesem Buch bestens bedient. Es fördert die Eigenverantwortung, stärkt das Bewusstsein für die eigenen Selbstheilungskräfte und bereichert das Leben durch eine neue Sichtweise auf Heilung und Spiritualität. Wenn Sie unterstützen möchten, Petra Neumeier, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.